Diese Joghurtsuppe mit ganzen Weizenkörnern gehört zu unserer armenischen Küche und ist ein Rezept meiner Oma. Die Suppe gilt als sehr gesund, kann gern bei Diäten zubereitet werden und im Sommer kalt und im Winter gerne warm gegessen werden. Ich esse sie meistens immer warm. Als erstes gebe ich 1 Kilogramm Matson, also Joghurt, in einen Topf und mische dazu etwa 200 Gramm Schmand, 1 Esslöffel Salz und 1 Esslöffel Mehl dazu. Am Ende, wenn die Suppe fertig ist, werden wir noch etwa einen halben Esslöffel Salz dazugeben. Für die genauen Mengenangaben schaut bitte in die Videobeschreibung. Alle Zutaten werden jetzt einige Minuten lang im kalten Zustand gründlich verrührt. Es muss eine cremigartige, klumpenfreie Konsistenz entstehen. In Armenien hat die Suppe verschiedene Bezeichnungen. Vielerorts wird sie als Spas oder Tanapur genannt. Bei uns zu Hause sagen wir einfach Abur dazu. Wenn ihr euch auch entscheidet, ein Ei dazu zu geben, dann müssen die Mehlklümpchen vorher richtig gut aufgelöst worden sein. Nicht jede Familie gibt dort ein Ei rein. Jetzt geben wir kaltes Wasser in die kalte Joghurtmasse rein und stellen den Topf auf den Herd, auf die mittlere Stufe. Ursprünglich gesehen ist es ein typisches Arme-Leute-Essen, weil man mit der Milch der Kühe bzw. mit dem Joghurt, ein bisschen Weizen dazu, ein leckeres, gesundes Gericht zaubern konnte. Manche Familien lassen sogar die Weizenkörner weg. Wir verwenden die Weizenkörner, aber diese müssen vorher mindestens 50-60 Minuten gekocht werden, bis sie weich sind. Sie sollten nicht zerfallen, aber auch nicht zu bissfest sein, aber schon durchgegart und angenehm zu essen. Man kann die Weizenkörner auch am Vortag vorkochen und entweder am Ende in die Suppe reingeben oder gleich in den kalten Joghurt reinmachen, so wie ich das jetzt mache. Die Hitze wird eingeschaltet und wir rühren das ganze Zeit um, damit sie nicht ansetzt. Am besten mit einem Holzlöffel, bis die Suppe das erste Mal anfängt zu kochen. Nebenbei schwitzen wir in Butter Zwiebeln an, bis sie goldgelb sind. Und wenn es hier anfängt zu köcheln, schalten wir sofort die Hitze aus und geben die Zwiebeln rein. Das Ganze wird jetzt umgerührt und final mit Salz abgeschmeckt. Klassisch kommt da frischer Koriander rein, hier rechts im Bild, aber wir geben bei uns in der Familie auch Dill rein. Hier links im Bild, manchmal sogar nur Dill. Die Suppe wird verrührt und mir persönlich schmeckt sie am nächsten Tag noch besser. Wenn ihr die Suppe kalt werden lässt, dann bitte den Topf nicht abdecken. Sie wird im kalten Zustand etwas bindiger, fester und ich liebe diese angenehme Säure des Joghurts, weshalb diese Suppe im Sommer gern kalt serviert wird. In vielen Nachbarländern gibt es diese oder eine ähnliche Joghurtsuppe mit jeweils einem anderen Namen. So auch bei meiner iranischen Freundin und Arbeitskollegin, die vielleicht bald auch für uns etwas vor der Kamera kochen wird. Das hängt ein bisschen davon ab, ob ihr meinen Kanal abonniert und in die Kommentare schreibt, ob und was sie aus der iranischen Küche kochen soll.